Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Kryptographie. Heute geht es um die Strong RSA-Annahme. Die Strong RSA-Annahme ist im Prinzip eine stärkere Annahme, weil das Problem leichter zu lösen ist. Das heißt, die Annahme ist stärker, okay? Also im Prinzip bauen wir uns jetzt ein bisschen leichteres Problem als das normale RSA-Problem, aber eine stärkere Annahme, dass das Ganze nicht lösbar ist oder nicht effizient lösbar ist. Das ist so ein bisschen der Grundgedanke dahinter. Strong RSA. Und zwar haben wir folgendes gegeben bei der Strong RSA-Annahme. Und zwar wieder mal unseren Modulus n, wie beim normalen RSA auch. Und den, Quatsch, nicht e, sondern y haben wir gegeben. Offensichtlich e haben wir nicht gegeben. Und das ist auch der ganze Clou an der ganzen Geschichte hier. Wir suchen nämlich jetzt nicht nur x, sodass x hoch e gleich y ist, modulo n, sondern wir suchen x und e, also wir dürfen uns beides selber wählen und das soll immer noch schwer sein, sagt zumindest die Strong RSA-Annahme, dass das ganze Ding hier schwer ist und nicht effizient lösbar und deswegen können wir jetzt darauf uns ein Verfahren bauen. Offensichtlich ist das Problem hier leichter zu lösen als das normale RSA-Problem, wo das e vorgegeben ist, weil wir hier quasi einen Freiheitsgrad mehr haben, den wir brute forcen können oder den wir irgendwie berechnen könnten. Gut, darauf basieren die GHR, die Gennaro-Halevi-Rabin-Signaturen. Ich kann die Namen nicht mal richtig aussprechen, deswegen ab sofort GHR-Signaturen. Und die wollen wir uns jetzt heute noch kurz angucken, dauert auch nicht so lange. Machen wir ein bisschen mehr Platz rein. So, logischerweise wie immer 3 Algorithmen, Gen, Sign und Verify, wobei Sign den SK und M nimmt und Verify den Public Key, die Nachricht M und eine Signatur Sigma. So, okay, jetzt brauchen wir aber für eine GHR-Signatur noch eine Kleinigkeit mehr. Und zwar eine Hash-Funktion h dieses Mal, die irgendwelche Zahlen, also irgendwelche Bitstrings von 0, 1 Stern, also irgendwelche Bitstrings der beliebiger Länge, abbildet auf Primzahlen. Und das ist jetzt ein bisschen was Besonderes. So eine komische Hash-Funktion haben wir bislang noch nicht gesehen. Wir werden uns aber noch eine angucken, wie das Ganze funktioniert. Deswegen, wie gesagt, ich hatte ja eigentlich vor, alles von Hash-Funktionen in eine Serie oder in eine Teilserie zu machen, aber es macht einfach keinen Sinn, Hash-Funktionen separat zu betrachten und dann die Anwendung dafür, sondern wir werden jetzt zuerst die Anwendung betrachten und uns dann eine Hash-Funktion bauen, die tatsächlich für diese Anwendung gedacht ist. Ja, macht einfach viel mehr Sinn und so ist es tatsächlich auch in der Praxis gewesen. Man hat sich überlegt, okay, ich brauche eine Hash-Funktion, die mir hier das Ganze auf Primzahlen abbildet, also baue ich mir eine. Ja, okay, Gen. Was macht denn Gen wieder mal? Naja, es produziert mir den Modulus n gleich p mal q. Ich glaube, ich erkläre jetzt nicht mehr, wie p und q zustande kommen. Und was brauche ich noch? Jetzt brauche ich ein s. Das ziehe ich mir aus den ganzen Zahlen modulo. Nein, das wollte ich nicht. Modulo n. Und ich brauche, ich kann eigentlich schon meinen Key definieren. Geht diesmal relativ fix. Ihr seht, wir brauchen hier relativ wenig Sachen, die wir hier irgendwie haben. E fällt weg, werden wir aber gleich sehen, warum. Und ja, was wir hier machen, ist folgendes. Wir setzen den Public Key auf S. Public Key ist gleich S. Und logischerweise unsere Hash-Funktion, die haben wir aber angenommen, dass die jeder kennt. Deswegen steht sie oben drüber. Und dann haben wir den Secret Key. Den Secret Key setzen wir auf Phi von n diesmal. Phi von n. So, und das ist alles, was wir hier brauchen. Also und n ist offensichtlich auch noch öffentlich. Gut, das könnte ich auch noch in den Public Key reinschreiben. N. Okay. Da machen wir dann wieder Klammern drum, weil es ist ja offensichtlich, ein Tupel. Und der Secret Key wird Phi von n sein. So, was passiert jetzt beim Signieren? Beim Signieren machen wir folgendes. Wir definieren uns unsere Signatur Sigma als S. So, und jetzt wird es ein bisschen kompliziert. S hoch 1 geteilt durch, also quasi das Inverse, von dem Hashwert von der Nachricht M. Okay, und das Ganze modulo Phi von n. Okay.
Ja, das ist jetzt ein bisschen komisch vielleicht. Also wir invertieren sozusagen den Hashwert der Nachricht und rechnen dann modulo Phi von n. Und das Ganze rechnen wir nochmal modulo n, weil wir das immer tun, wenn es irgendwie um RSA geht, weil wir auch gar nicht anders können, weil unsere PCs einfach nicht unendlich große Zahlen haben. Okay, so bei Verify machen wir jetzt was Interessantes, und zwar wir sagen hier, die Signatur wird potenziert und zwar mit dem Hashwert der Nachricht m. Und das muss wiederum gleich sein, ist gleich s modulo n. Ja, warum geht das und warum macht es tatsächlich Sinn? Setzen wir hier tatsächlich mal s gleich, also s hoch 1 durch h von m ein. Dann steht hier s hoch 1 durch h von m hoch h von m, was offensichtlich 1 ist insgesamt. Und dann steht hier einfach nur noch s. So einfach ist das. Und so funktionieren tatsächlich GHR-Signaturen. Die sind ohne das Random Oracle, wenn ich mich recht erinnere, sicher, und zwar NACMA sicher, was wir dann nächstes Mal uns anschauen werden. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!